Lenas Pooltag. Vorbereitung und Anfahrt. Hallo liebe Deutschfans und willkommen zu einer neuen sonnigen Folge von Annas und Lenas Deutschalltag. Und nachdem Lena beim letzten Mal so fleißig geputzt hat, diesmal also Pool statt Putz. Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein bisschen Sommerfeeling und vielleicht auch auf ein paar Überraschungen und Pannen, die Lena auf ihrem Ausflug erlebt hat. Lena, schön dich wiederzusehen. Du siehst erholt aus. Erzähl mal, dein Wochenende war doch sicher spannender als ein Putzmarathon, oder? Hallo Anna, hallo an alle. Oh ja, definitiv. Nach all der Putzerei hatte ich mir wirklich etwas Spaß verdient. Und ich habe ein richtig tolles Wochenende gehabt. Am Samstag bin ich mit meinen beiden Nichten, Mia und Lilly, ins Schwimmbad gegangen. Das war ein richtiges Abenteuer, kann ich dir sagen. Es hat schon mit der Vorbereitung angefangen. Mit deinen Nichten im Schwimmbad. Das klingt ja nach jeder Menge Spaß und Action. Wie alt sind Mia und Lilly denn nochmal? Und wie hat denn die ganze Vorbereitung für so einen Ausflug ausgesehen? Das ist ja mit Kindern oft eine kleine logistische Meisterleistung. Du sagst es. Also, Mia ist jetzt 8 und Lilly ist 5. Schon am Freitagabend habe ich angefangen, systematisch alles zusammenzusuchen. Ich habe meine riesige Strandtasche hervorgekramt. Zuerst habe ich die Handtücher in die Tasche gelegt. Für jede von uns eins und noch ein extra großes. Sehr vorausschauend. Was hast du denn noch alles Wichtiges mitgenommen? Die Badesachen. Für mich meinen Lieblingsbadeanzug und für die Mädels ihre bunten Schwimmanzüge. Lilly braucht ja auch noch ihre Schwimmflügel, die habe ich nicht vergessen. Mia kann zwar schon ein bisschen schwimmen, sie hat letztes Jahr ihren Seepferdchenkurs gemacht, aber zur Sicherheit habe ich auch ihr altes Schwimmbrett bereitgelegt und direkt eingepackt. Verantwortungsbewusst. Und der Sonnenschutz? Unbedingt. Das stand ganz oben auf meiner Liste. Ich habe Sonnencreme eingepackt, Sonnenhüte herausgesucht und unsere Sonnenbrillen. Sonnenbrand wollten wir auf gar keinen Fall riskieren. Absolut richtig. Und was ist mit Proviant? Oh ja, ich habe Wasser und Apfelsaft sorgfältig in der Kühltasche verstaut. Dann habe ich noch Äpfel geschnitten, Bananen mitgenommen und Kekse vorbereitet. Alles habe ich in wiederverwendbare Dosen getan. Mia hat sich dann noch Gummibärchen gewünscht, ein kleines Tütchen habe ich ihr dann auch noch schnell in ihre kleine Tasche gesteckt. Und ihr? Was sind eure Must-Have-Snacks für einen Schwimmbadtag? Schreibt es uns in die Kommentare. Letztes Mal hattet ihr ja tolle Putztipps. Die Lieblingstante denkt an alles. Die Tasche war dann sicher proppenvoll. Und wie? Und dann natürlich noch Wechselsachen. Am Abend vorher habe ich die Liste 3-mal kontrolliert. Aber ich hatte ja keine Ahnung, was uns im Schwimmbad selbst noch erwartet. Sagen wir mal, nicht alles lief ganz nach Plan. Oh, das klingt ja spannend. Bevor du uns davon erzählst, wie ging es denn mit dem Abholen der Mädchen weiter? Die Aufregung war riesig. Am Samstagmorgen bin ich gegen 9:30 zu meiner Schwester gefahren. Ich hatte extra Zeit eingeplant. Die beiden haben schon am Fenster auf mich gewartet und gewunken, als sie mein Auto gesehen haben. Sie waren total aus dem Häuschen. Pure Vorfreude eben. Ansteckend. Musstest du deiner Schwester noch helfen? Meine Schwester hatte schon fast alles vorbereitet. Die kleinen Schwimmtaschen standen schon bereit. Sie hat mir noch kurz erklärt, wo die Notfallpflaster verstaut sind. Ich habe dann schnell Hallo gesagt, mich kurz verabschiedet, ihr einen schönen Tag gewünscht und dann sind wir 3 endlich losgezogen. Mia und Lilly sind förmlich ins Auto gesprungen. Das klingt wunderbar. Alle, die wie ich ein Emoji-Fan sind. Merkt euch das neue Schwimmbad-Vokabular mit Hilfe unserer kleinen Icons. Und bevor Lena uns gleich mit ins Schwimmbad nimmt, schauen wir kurz gemeinsam auf die vielen tollen Wörter und Perfektformen. Vielleicht kennt ihr schon einige oder entdeckt heute etwas Neues. Wortschatztafel. Vorbereitung. Etwas angefangen.
zusammengesucht, hervorgekramt. Das Handtuch in die Tasche legen. Die Badesachen, der Badeanzug, der Schwimmanzug. Die Schwimmflügel, nicht vergessen, bereitgelegt, eingepackt. Das Schwimmbrett, mitgenommen, eingepackt. Die Sonnencreme, einpacken. Der Sonnenhut, heraussuchen. Die Sonnenbrille. Die Kühltasche, Wasser, Saft verstauen. Der Apfel, die Banane, der Keks. Die Dose, in Dosen tun. Die Gummibärchen, in die Tasche stecken. Auch das Naschzeug, die Süßigkeiten. In die Tasche stecken oder einstecken, beides super für kleinere Dinge wie Geld oder den Schlüssel. Die Wechselsachen. Die Liste, kontrolliert. An alles gedacht. Abholen und Fahrt. Zur Schwester gefahren sein. Zeit eingeplant haben. Am Fenster gewartet haben. Gewunken haben. Aus dem Häuschen gewesen sein. Pure Vorfreude. Etwas vorbereitet haben. Erklärt haben. Die Schwimmtasche. Das Pflaster. Hallo gesagt. Sich verabschiedet. Tag gewünscht haben. Losgezogen sein. Lebendiger Ausdruck, wenn man etwas unternimmt. Ins Auto gesprungen sein. Aus dem Fenster geschaut. Ausschau gehalten haben. Von etwas erzählt haben. Lieder gesungen haben. Gelächelt. Ich musste lächeln. Klasse! Das war schon mal der erste Teil unseres heutigen Ausflugswortschatzes. Lena, wir brennen darauf zu hören, wie es im Schwimmbad weiterging. Besonders nach deiner kleinen Andeutung, dass nicht alles nach Plan lief. Aber, pst, was im Schwimmbad passiert ist, welche kleinen Pannen es vielleicht gab und was in der Umkleidekabine beinahe schiefgegangen wäre, das erzählen wir euch im zweiten Teil unserer Pool-Story. Also, nicht verpassen und dranbleiben. Und für euch bis dahin eine kleine Aufgabe. Welche Wörter aus unserer Wortschatztafel kanntet ihr schon? Welche waren neu? Schreibt uns euer ganz persönliches Schwimmbad-Vokabular unten in die Kommentare. Wir pinnen die schönsten oder lustigsten Antworten vielleicht oben an. Und wer von euch sich traut und schon etwas fortgeschrittener ist, könnt ihr uns die letzten 5 Perfektformen, die Lena in der Fahrt zum Schwimmbad benutzt hat, auch im Präsens und im Präteritum in die Kommentare schreiben. Das wäre eine tolle Extraübung.